Humanitäre Katastrophen nehmen zu. Sie werden häufiger, schwerwiegender und komplexer. Jedes Jahr sind hiervon rund 350 Millionen Menschen betroffen. Fortschritte in Wissenschaft und Technologie sowie bessere Koordinierung helfen dabei, Gefahren früher zu erkennen. Tage, Wochen oder sogar Monate im Voraus. Aber wenn wir Krisen schneller und besser vorhersagen können, warum handeln wir nicht früher? Bis jetzt fließen Hilfsgelder in der Regel langsam, reaktiv und für Dinge, die nach der Katastrophe gebraucht werden. Frühwarnsignale sind oft schwer zu interpretieren und schwer zu verbreiten, vor allem bei den Menschen vor Ort. Dadurch sind viele Menschen unnötigen Risiken ausgesetzt. Wir glauben, dass wir es besser können und gemeinsam besser werden müssen. Die Welthungerhilfe entwickelt Methoden, um vorausschauend handeln zu können. Als Mitglied im START Network wollen wir mit dem Internationalen Roten Kreuz, der FAO, dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und dem UN-Koordinierungsbüro OCHA sowie gemeinsam mit Experten, Wissenschaftlern und lokalen Gemeinschaften eine bessere Zukunft gestalten. Einige Beispiele. In einem Pilotprojekt in Bangladesch wurden 2018 mit Hilfe von Hochwasservorhersagen frühzeitig Hilfsmaßnahmen ausgelöst, bevor das Hochwasser eintrat. Dazu gehörten auch Geldtransfers per Mobilfunk an die am stärksten gefährdeten Personen. Nachdem Anfang 2019 die Zuverlässigkeit von Vorhersagen über Hitzewellen in Pakistan analysiert wurde, konnten Mitglieder des START Networks rechtzeitig Alarm auslösen und so die Freigabe von Mitteln aktivieren, um die Einwohner in der Millionenstadt Karachi zu informieren, wie sie sich vor extremer Hitze schützen. In Dürreregionen von Madagaskar wurden historische Daten und Risikofaktoren analysiert und spezifische Frühwarnindikatoren in sogenannten Early-Action-Protokollen festgeschrieben. Werden die Schwellenwerte überschritten, fließen automatisch Hilfsgelder, um vorausschauend zu handeln, bevor die Dürre alles zerstört. In Peru wurde eine 5-tägige Vorhersage über extremen Schneefall mit bestehenden Daten über besonders gefährdete Gemeinden kombiniert, um Schutzmaßnahmen für Menschen und ihre Nutztiere zu planen und umzusetzen, bevor es schneite. Ob starke Hitze in Pakistan, Dürre in Madagaskar oder Schneemassen in Peru, humanitäre Organisationen arbeiten zusammen, um vorausschauend zu handeln, bevor eine Katastrophe eintritt. Das heißt, konsequente Zusammenarbeit bei der Risikoanalyse, die Entwicklung von Notfallplänen, die Vorabvereinbarung von verlässlicher und anpassbarer Finanzierung und die Bereitschaft, vorab für eine unbekannte Zukunft aktiv zu werden. Gemeinsam können wir vorausschauend und gezielt handeln, um die Auswirkungen von Katastrophen abzuschwächen oder sogar ganz zu verhindern.